Okay, also um den Google Assistant to Windows korrekt einzurichten, benötigen wir natürlich erstmal den Code. Und den laden wir uns herunter als ZIP-Datei. Die speichere ich mir kurz hier auf dem Desktop. So, die Datei müssen wir erstmal entpacken. Das heißt Rechtsklick, alle extrahieren, fertig. Alles klar, das heißt, haben wir unseren richtigen Ordner. Jetzt lassen wir diesen Ordner mal kurz alleine und fangen an mit Telegram. Denn ein paar Voraussetzungen benötigen wir. Wir benötigen erstens ein Windows-Betriebssystem. Dann benötigen wir Python. Also das Python muss installiert sein auf dem System. Man benötigt einen Google-Account und ein If-This-Then-That-Account und zuletzt noch dann Telegram. Und am besten würde ich empfehlen, einfach die Telegram-App, Desktop-App herunterzuladen und die zu verwenden, weil es dann einfach am schnellsten geht. So. Und wir fangen einfach an, indem wir einen Telegram-Kanal erstellen. Den Kanal, den nenne ich jetzt aber einfach Google Assistant to Windows Testvideo. Und ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt. Den erstellen wir dann. Das muss leider ein öffentlicher Kanal sein. Und wir erstellen einfach mal einen Random Link und das dürfte hoffentlich reichen. Jetzt speichern wir das und wir brauchen aktuell noch kein neues Mitglied hinzuzufügen. Das heißt, wir klicken einfach auf Überspringen. So, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir einen Bot erstellen. Dazu suchen wir Botfather und da haben wir hier als ersten Antrag Botfather @Botfather. Es gibt sehr viele Abklatsche von Botfather. Wir müssen den ersten nehmen und dann gehen wir hier auf Starten. Jetzt erstellen wir einen neuen Bot /neobot. Und wir geben dem Bot einen Namen. Google Assistant to Windows Testbot. So, das müssen wir noch in Username, also Benutzernamen für unser Bot nehmen. Das ist einfach Google Assistant to Windows Testbot. So, jetzt haben wir unseren Bot erfolgreich erstellt und wir kriegen hier einen HTTP API Schlüssel. Dieser ist wichtig, den müssen wir erstens speichern. Und zwar in unserem Ordner unter Data Bot Token. Der wird da eingefügt, wird gespeichert, fertig ist der Salat. So, jetzt müssen wir diesen Telegram-Bot, den wir gerade erstellt haben, unseren Kanal hinzufügen. Das heißt, wir gehen aufs Kreuzchen, hier dieses Testvideo-Kanal, gehen auf die 3 Punkte, Mitglieder hinzufügen und ändern jetzt hier Google Assistant to Windows Testbot. Den fügen wir hinzu. Als Admin festlegen, speichern, fertig. So, jetzt schreiben wir hier eine Nachricht rein. Hallo, das ist die erste Nachricht. Wieso brauchen wir das? Wir müssen, um Google Assistant to Windows einzurichten, brauchen wir die Chat-ID. Chat-ID dieses Telegram-Channels, damit das Programm weiß, ja, in welcher Gruppe er nach Nachrichten hören sollte. Dazu müssen wir aber wieder in den Browser gehen, einen neuen Tab öffnen und brauchen diesen Link. Dann fügen wir unseren Bot-Token da ein, und geben jetzt /get-updates ein. Und jetzt greifen wir auf unseren Bot zu. Jetzt müssen wir noch eine Nachricht schreiben. Aktualisieren und jetzt haben wir hier unsere erste Nachricht. Test. Gut, jetzt sehen wir hier unter Channel Post, Chat-ID. Diese Zahl, die speichern wir, diesen Integer. Das speichern wir unter Data Chat-ID, fügen das da ein, natürlich mit dem Minus noch davor, sodass das erfolgreich ist. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was Telegram betrifft, fertiggestellt. Wir müssen jetzt noch einige Sachen in unserem Ordner einstellen, nämlich müssen wir die Sprache unseres Interpreters und des Programms festlegen. Es gibt 2 Sprachen, es gibt Englisch und Deutsch. Und bei Interpreter, da müssen wir jetzt hier, in diesem Fall das Deutsche, also lösche ich das Englische, ich lösche die Sprache am Ende des Namens, sodass hier nur splitwords.txt steht. Das gleiche müssen wir noch machen für die Command Library. Ich mache es auch auf Deutsch, und das heißt, ich nenne diese Datei nur dass die Sprache am Ende weggelöscht wird. Und jetzt haben wir unseren Telegram-Bot vollständig fertiggestellt. Was wir machen können zum Testen ist, dass wir unter Source die Start.exe ausführen und dann bekommen wir hier unser Konsolenfenster und geben jetzt hier einen Befehl ein, sagen wir mal Test. Und
wenn jetzt hier eine Rückgabe stattfindet von New Command Incoming Command, Test, Analyzing und eine andere Rückgabe, dann könnt ihr euch sicher sein, dass der Google Assistant to Windows richtig eingerichtet ist und das Programm richtig funktioniert. So, ihr könnt hier auch über den Befehl Help auch Hilfe anzeigen lassen und das Programm beenden mit Quit oder Stop. Und dann beendet das Programm alles automatisch. Kommen wir zum zweiten Teil. Weil was wir jetzt haben ist, okay, wir können jetzt über Telegram jetzt irgendwelche Nachrichten an unseren Google Assistant to Windows senden und die dann auch ausführen. Wir müssen es aber noch das so machen, dass wir auch mit unserem Google Assistant arbeiten müssen. Und dafür nutzen wir einen Umweg über ifthisthenThat.com. Hier erstellt ihr euch dann einen Account und klickt hier oben auf Create. Jetzt könnt ihr hier euer eigenes Applet erstellen. Und wir fangen an, indem wir auf ifthis, auf Add klicken, suchen nach Google Assistant, fügen das dritte hier hinzu, say first with the text ingredient, und müssen es erstmal verbinden, unser Google-Konto damit verknüpfen. Und das mache ich kurz. So, ich habe jetzt mein Google-Konto mit meinem ifthisthenThat-Konto verknüpft und jetzt gebe ich hier einfach ein Computer und dann ein Dollarzeichen. Das kann ich so machen, weil in diesem Fall ist Computer mein Hotword. Also jedes Mal, wenn ich Computer zum Anfang sage, wird alles, was dahinter gesagt wird, was dieses Dollarzeichen symbolisiert, gespeichert. Ich möchte eine Rückgabe von meinem Assistant haben. Also jedes Mal, wenn ich einen Befehl gesagt habe, möchte Aktion. Und dann wird quasi das, was ich gesagt habe, zurückgegeben und nochmal wiedergegeben. Die Sprache ist dann Deutsch, German. So, wir erstellen unseren Trigger. Und jetzt fügen wir quasi das hinzu, was dann gemacht werden muss, wenn ich Computer gesagt habe. Und da fügen wir jetzt Telegram hinzu. Jetzt müssen wir Telegram ein Send Message machen und auch Telegram mit unserem Teil verbinden. Das machen wir, indem wir erstens den ifthisthenThat-Bot öffnen. Der wird automatisch geöffnet, wenn wir hier das zulassen. Wir gehen auf Starten und müssen es autorisieren lassen. Das geht automatisch. Jetzt müssen wir den ifthisthenThat-Bot in unserem Channel auch hinzufügen. Das heißt, wir gehen hier auf Mitglieder hinzufügen, suchen nach ifthisthenThat, als Admin festlegen, speichern. Fertig ist der Salat. Wir können kurz gucken. Wenn hier 3 Abonnenten stehen, dann ist das korrekt. Jetzt müssen wir hier auf Connect Channel klicken, weil wir müssen auch unseren Bot mit unserem Channel verbinden. Und das machen wir ganz einfach, indem wir dann nachher hier einfach eine Nachricht aus unserem Channel an den ifthisthenThat-Bot weiterleiten. Und dann kommt die Nachricht, dass es vollständig auch verknüpft haben. So. Nochmal neu Telegram suchen. Send Message. Und jetzt können wir das hier machen. Der Tageschat wird nicht unser Private Chat mit ifthisthenThat, sondern unser Bot mit Google Assistant to Windows Testvideo. Der Message wird ein Textfield sein. Das wird die Sache sein, die wir bekommen von unserem Google Assistant to Windows Textfield. Und das wäre schon. Create Action. Continue. Finish. Perfekt. Jetzt ist das verbunden und funktioniert. Wir müssen es nämlich testen, wenn wir jetzt nämlich sagen, quasi das ausführen und sagen, okay Google, Computer Test. Dann wird die Nachricht Test in unseren Telegram-Channel reingesendet, automatisch vom ifthisthenThat-Bot. Und das ist halt cool, weil wenn wir jetzt unseren Bot starten, wird dieser Befehl automatisch ausgeführt und wir können das Programm öffnen. Zum Beispiel PowerPoint. Okay Google, Computer öffne PowerPoint. Wir bekommen die Nachricht hier rein, sie wird analysiert. In unserem Telegram-Channel bekommen wir einen Rückgabewert. Ihr könnt euch den Source Code anschauen, wenn ihr wissen wollt, was es genau alles bedeutet. Auf jeden Fall
Wenn hier Execution Successful steht, bedeutet das, der Befehl richtig ausgeführt wurde. Und wir sehen hier, wurde PowerPoint geöffnet. Was ihr noch machen könnt, ist, dass ihr das Programm komplett über dieses Start.exe startet. Also ihr müsst dieses Start.exe verwenden, um das Programm zu starten. Und diese Start.exe, da könnt ihr eine Verknüpfung rausmachen und diese Verknüpfung könnt ihr zum Beispiel in euren Autostart-Ordner reinfügen. Ja, das wär's zur Einrichtung. Ich hoffe, es war alles verständlich. Sonst auch gerne kontaktieren und Fragen stellen.